Heute geht es ums Thema Wunddesinfektion und Wundreinigung. Viel Spaß! Man unterscheidet Mullkompressen, die haben so eine Gitterstruktur, sind etwas rauer und sind gut geeignet zum Reinigen von groben Verschmutzungen, speziell wenn Schmutz, Erde oder Steine drinnen sind. Also für die grobe mechanische Reinigung. Für die chronische Wunde empfehle ich Fließkompressen. Die sind viel weicher, sind auch, wenn sie nass sind, passen sie sich besser an die Wundstruktur an. Fließkompresse, Mullkompresse. Grobe Reinigung, mechanisch sehr gut. Chronische Wunde, speziell Granulation oder Epithelisierungsphase, besser geeignet, wird besser nass und kann besser zum Desinfizieren der Wunde genommen werden. Und jetzt zur Hertha. Ja, Wundreinigung oder Wunddesinfektion, wie gesagt, heute unser Thema. Es gibt Kompressen, die man zum Reinigen nimmt, Mull- oder Fließkompressen. Beide sollten steril sein. Man soll nichts Unsteriles auf die Wunde bringen. Wenn sie jetzt angefeuchtet sind, haben die unterschiedlichen Produkte unterschiedliche Vor- und Nachteile. Für die mechanische Reinigung eignet sich gut diese Mullkompresse. Da kann ich sehr gut die Wunde reinigen und dann entsorgen. Wie schon erwähnt, empfiehlt es sich, dass man Handschuhe anzieht. Auch schon erwähnt, Handschuhe gibt es in verschiedenen Größen, verschiedenen Farben, verschiedenen Materialien. Was mich interessiert, ich verwende Medium-Handschuhe. Ich nehme dann nasse Fließkompressen und der Vorteil der Fließkompresse ist, dass sie, weil sie so weich ist und die Feuchtigkeit ganz aufnimmt, kann ich das auf die Wunde so applizieren und ich muss jetzt nicht auf der Wunde herumdrücken und die Wundstruktur abbilden, sondern ich erreiche hier, wenn ich desinfiziere, jeden Teil der Wunde und habe die Gewähr, dass alles schön feucht ist. Wenn Sie jetzt nur die Wunde reinigen von Rückständen oder Salben, genügt eine sterile Lösung, Kochsalz oder Ringerlösung, gibt es in sterilen Gebinden, das können kleine Ampullen sein. Wenn Sie aber Infektionszeichen haben, über die werden wir auch demnächst noch sprechen, dann sollte man eine Wunddesinfektion machen und dann nimmt man geeignete Mittel. Ich verwende lieber klare Desinfektionslösungen, weil die Wunde besser beurteilbar ist. Wenn Sie aber färbige haben und damit gute Erfahrung haben, können Sie ruhig so weitermachen. Wenn Sie jetzt das hier appliziert haben, was mir auffällt, viele wischen nur darüber oder sprühen drauf. Das ist keine Wunddesinfektion. Man muss das Wunddesinfektionsmittel einwirken lassen, in der Regel ab 5 Minuten aufwärts, je nach Produkt, je nach Empfehlung der Firma. Sonst haben Sie keine Desinfektion. Das heißt, Desinfektion heißt, eine Wunde und die Keimzahl um 5 Logstufen zu reduzieren. Das heißt, wenn eine Keimzahl von 10 hoch 6 ist, muss nach der Desinfektion die Keimzahl 10 hoch 1 sein. Und das erreicht man nur mit dem richtigen Mittel, die richtige Auswahl des Verbandstoffes und die richtige Einwirkzeit. Dann nimmt man wischt das weg und wirft das dann quasi in ein vorgefertigtes Gebinde und kann dann mit der Wundversorgung anfangen. Nochmal zur Erinnerung, richtiges Produkt. Ich empfehle klare Desinfektionslösungen,
weil die Wunde besser beurteilbar bleibt, auch für Laien. Und lange genug einwirken lassen und im Idealfall mit einer Fließkompresse verwenden. Das war's von mir. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß. Schönen Tag. Und jetzt abonnieren.